Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind hier in der Schönauer Heide. Wir wandern heute hier. Das ist nördlich von Berlin. Ihr könnt hier gut herkommen mit dem Auto. Hier gibt es direkt einen Parkplatz vor der Tür. Und dann könnt ihr loswandern. Es gibt hier verschiedene Wanderwege. Und zwar gibt es einmal den Panorama-Wanderweg. Der ist so 1,5–2 Kilometer. Und dann gibt es noch außenrum einen Heidewanderweg. Der ist so 5 Kilometer. Wir werden heute beide miteinander kombinieren. Vielleicht machen wir auch noch einen kleinen Abstecher, damit es ein bisschen mehr Kilometer werden. Damit es sich auch lohnt für uns. Ja, das ist hier eine Heidelandschaft und über die Entstehung und die ganzen Sachen werden wir euch unterwegs noch mehr erzählen. Also bleibt dran. Wir laufen los. Ihr kommt mit. Ja, liebe Freunde, hier geht es schon mal mit interessanten Tafeln los. Wer hat die Schönauer Heide gemacht? Also wie ist sie entstanden? Und hier könnt ihr kleine Tafeln hochschieben und zu sehen, wie sie in den einzelnen Zeitaltern waren. Und die Tafel klärt uns auf. Ja, eigentlich der Ursprung war wieder mal wie in Brandenburg immer in der Eiszeit. Ja, ging dann übers Mittelalter bis in die Moderne und aber eigentlich erst der Mensch in der Nachkriegszeit hat die Heidelandschaft so wie sie jetzt zu sehen ist geformt. Aber wir gucken uns das mal im Einzelnen an. Hier ging es eigentlich los in der Kaltzeit, in der Eiszeit, ja. Da hat die Eiszeit die Steine über die Landschaft geschoben und hat das untere Geröll zermahlen, so dass Sand entstanden ist. Und der Sand bildet ja eigentlich die Grundlage für die Heide, so wie sie existiert. Als die Eiszeit vorbei war und die Warmzeit kam, dann entstanden hier umfangreiche Laub- und Mischwälder. Die haben ungefähr bis zum Mittelalter gehalten, weil das ist schon die nächste Tafel. Und im Mittelalter, ja, war es ja so, dass viele Wälder hier in Mitteleuropa abgeholzt worden sind. So auch die Schönauer Heide. Ja, bis auf den Restbestand wurden die Bäume hier einfach gefällt und genutzt für den Menschen zum Hausbau, zum Feuern, was auch immer er braucht. Aber wie die Heide heute wirklich aussieht, das ist eigentlich entstanden nach dem Krieg. Und zwar war das hier wie in Brandenburg so häufig ein Panzerübungsplatz. Ja, hier sind die Russen mit ihren Panzern rauf und runter gefahren und haben die Vegetation eigentlich zerstört, könnte man sagen. Die Panzer haben also viel von der Oberflächenstruktur, von den Mineralien, vom Pflanzenbestand zunichte gemacht und so ist die Heide so entstanden, wie sie heute halt aussieht. Relativ kahl, sandig und eben eine typische Heide. Ja, ihr seht, ich habe die Mütze hochgemacht. Heute ist ein grauer, kalter Tag. Aber ich wollte euch sagen, ja, überall entlang dieses Weges sind diese Hinweistafeln, wo etwas erklärt ist. Eben habt ihr gerade gesehen, die Heidelerche. Die hätte ich von der Feldlerche nicht unterscheiden können. Aber ich bin auch kein Vogelexperte. Wir finden das natürlich sehr interessant, dass überall diese Schilder stehen. Und wir können eigentlich den Weg jetzt, obwohl wir noch nicht allzu weit gelaufen sind, schon mal sehr empfehlen. Leider ist heute so ein bisschen ein grauer Tag, aber das macht nichts. Bei schönem Wetter kann jeder spazieren gehen und wandern. Wir gehen einfach bei jedem Wetter. Himmelblau wie nie zuvor. Schritte leicht auf weichem Moos. Hier ist alles einfach groß. Die rote Röhrenspinne. Ich glaube, die habe ich in der Natur auch noch nicht gesehen. Die Originalgröße habe ich euch gezeigt. Vielleicht, wenn wir im Sommer noch mal herkommen,
dann sehen wir sie. Aber jetzt glaube ich, wir sind ja im März hier, ist die Wahrscheinlichkeit wohl sehr, sehr gering. So, hier sieht man gut die Reste vom Truppenübungsplatz. Ja. So, wir verlassen jetzt den Heideweg und laufen den Waldweg lang. Ne? Ja, weil die Strecke scheint uns nicht lang genug für heute. Deshalb hängen wir mal noch so 2,5 Kilometer dran. Genau, wir waren ja die letzten Wochen faul. Warte mal, ich mach gerade so. Wetterbedingt. Wetterbedingt natürlich. Und jetzt müssen wir ein bisschen wieder in den Trott reinkommen. Heute ist der 1. März und ja, wir haben uns viel vorgenommen dieses Jahr. Deshalb fangen wir auch langsam. Deshalb haben wir... Okay. Staune hier ich und du. Wilde Blumen überall. Schönheit pur und ohne Zahl. Schönauer Ja, damit die Bildung auch nicht zu kurz kommt für uns wieder. Ziegenmelker und Warzenbeißer. 2 Dinge, die ich bis heute nicht kannte. Der Ziegenmelker, ein Vogel, sieht von der Statur aus so ein bisschen wie ein Kuckuck. Ja. Und der Warzenbeißer ist so eine Art Heuschrecke. Alles das kannte ich bisher nicht und habe ich auch noch nie gesehen in der freien Natur. Also hier gibt es eine Hausordnung. Okay, ich glaube alles das, was wir schon wissen. Und hier gibt es auch eine Tornummer 1.1. Okay. wilde Schönheit durch die Zeit. Hier bist du in Freiheit breit. Gräser tanzen im Wind so wild. Farbenfroh wie ein Kind. Hier in Schönau alles echt. Naturs Pracht ist hier perfekt. Schönauer Heide, du mein Traum. Wild und frei wie ein alter Baum. Ob ich den Wald voller Bäume erkenne, den Kiefernwald, den erkennen wir auf jeden Fall. Wir sind in Brandenburg, da kennt man den. Den naturnahen Wald, würden wir sagen, vielleicht auch noch. Aber was ein Mittelwald ist und ein Hutewald, das hätte ich auf keinen Fall gewusst. Eben habe ich mich noch gefragt, was ist ein Hutewald? Und als ob die Macher dieses Pfades mich erhört hätten, haben sie hier gleich ein Schild hingestellt, wo es gut erklärt wird. Wem es zu langweilig ist auf der Wanderung, ja. An jeder dieser Tafeln gibt es auch eine Aufgabe. Und wenn ihr was dann zur Aufgabe wissen wollt, dann ist immer hier so eine Art Eckschild, wo die Lösung drauf ist. Nebelschwaden dichten zu.
So, Ralf. Jetzt erzähl mir doch mal, warum ist denn hier so ein hoher Zaun? Du weißt ja, wir sind hier in der Heide. Und damit die Heide auch wirklich eine Heide bleibt, wird sie natürlich bewirtschaftet mit verschiedensten Tierarten. Rotwild, Dammwild, Muffelwild, ja, fällt mir mal schwer das Wort. Und damit die da auch bleiben, wo sie sind, ja, da gibt's diesen Zaun, ist gesichert wie Fort Knox, riesige, große, auch metallene Tore. Wahrscheinlich dient es hier in Brandenburg auch dazu, den Wolf fernzuhalten, ja, weil der hätte hier ein All-You-Can-Eat-Buffet und das wollen die Betreiber hier in der Heide, also die Berliner Forsten, natürlich auch nicht haben. Okay, danke für die Info. Bitte, gern geschehen. Die Heide laut und frei im Licht. Zwischen Bäumen Ein Ausguck. ein Gedicht. Jui, da gehen wir noch mal hoch, ne? Wilde Schönheit durch die Zeit. Hier bist du in Freiheit breit. Gräser tanzen im Wind so wild. Farbenfroh wie ein Kind. Hier in Schönau alles echt. Naturs Pracht ist hier perfekt. Schönauer Heide, du mein Traum. Wild und frei wie ein alter Baum. In dir find ich meinen Platz. Eine Welt, die mein Herz erfasst. Rehe stolz im Morgenklee. Himmelblau wie nie zuvor. So, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wo diese, was diese Steinhaufen dazu bedeuten haben. Und mein Mann hat recht, ist für die Schlingnattern und vielleicht auch für andere Tiere, die sich tagsüber da gerne verstecken. Du bist aber auch schlau. Was sehen wir da voraus? Frühstück. Das Frühstücksbänkchen, juhu! Wird auch Zeit, von vielen Reden, ich habe schon einen ganz fusseligen Mund. Aha, Ich habe heute wieder Quasselwasser gesoffen. Ja. Irgendwie. na, Naja. wenn es so viel zu erzählen gibt. Ist halt eine sehr interessante Runde hier. Da muss man auch mal was sagen zu. Und Aber jetzt Frühstück. wir kommen im Herbst nochmal wieder, ne? Auf jeden Fall, weil im Herbst ist es hier besonders schön wahrscheinlich, wenn die Heide blüht. Vielleicht sehen wir dann auch mal was von dem Wild, das hier rumläuft. Ja. Und da haben wir gerade im Vorbeigehen drüber gesprochen. Die Rentierflechte. Hat natürlich eine tolle Farbe. Jetzt wissen wir auch, warum die Rentierflechte heißt, weil die in der Tundra gerne wächst und die Rentiere, die lieben gern frisch. Ja, Christiane, wir haben ja gerade über die Rentierflechte gesprochen. Was Ja. kannst du uns dazu denn noch sagen? Ich weiß, dass sie seit 2019 auf der roten Liste steht und als stark gefährdet gilt. Also Leute, lasst sie da, wo sie ist. Wenn ihr was braucht, geht's euch kaufen. Kann man auch kaufen, wird bestimmt irgendwo angebaut und nicht aus der Natur einfach entnehmen. Brandenburg, wir sind on the road, weil es Fahrt unser Lebenscode. Bäume hoch, Himmel so weit, in der Natur verlieren wir die Zeit. Brandenburg, du bist der Beat, Tag und Nacht. So,
Und ein weiterer Aussichtspunkt, den wir jetzt erklimmen werden. Nicht wahr? War das jetzt eine Frage? Natürlich. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Gut, gut. Erklimmen ist zu viel gesagt, aber wenn du magst, kann ich hoch sprinten. Ja, mach mal. Ich will ihn sehen. Dass der alte Mann das noch kann. Applaus! Die Heide laut und frei im Licht, zwischen Bäumen ein Gedicht, wilde Schönheit durch die Zeit. Hier bist du in Juhu! breit. Hui. Tanzen im Wind so Gut. farbenfroh wie ein Kind. Hier in Schönau alles echt. Naturs Pracht ist hier perfekt. Schönauer Heide, du mein Traum. Wild und frei wie ein alter Baum. In dir find ich meinen Platz. Eine Welt, die mein Herz erfasst. Rehe stolz im Morgenkrieg. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Ja, liebe Freunde, das war unsere tolle kleine Wanderung hier in der Schönauer Heide bei Berlin. Uns hat es sehr gut gefallen. Wir werden auf jeden Fall im Herbst nochmal herkommen, wenn die Heide blüht. Dann ist sie bestimmt nochmal ein Ticken schöner als jetzt. Aber trotzdem, wir können sie zu jeder Jahreszeit empfehlen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da. Schreibt fleißig Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde.